big book, we need to know the author a little bit, we need to know who he's writing to. So let's share a little bit about the author. Also wenn wir an ein Buch gehen, dann müssen wir immer ein bisschen wissen, wer ist der Autor, warum schreibt er das alles, wer ist er letzten Endes. And so Samuel, we do know that he did some writing, and so we don't know for sure if Samuel is the author, but traditionally he is believed to be the author. Wir wissen, dass Samuel erwähnt wird, dass er Aufschriften was aufgeschrieben hat, und traditionell sagt man, dass Samuel der Autor ist. The fact that he cannot be the main, but he is not the main author because he dies in the book. Aber er kann nicht der Hauptautor sein, denn er stirbt in dem Buch. In fact, he already dies in 1 Samuel. In fact, he dies in 1 Samuel 25 verses 1. Tatsächlich stirbt er schon im ersten Kapitel, wait, 1 Samuel, im ersten Buch, 25 verse 1. 25 Vers 1. He died already, so he Er schon cannot. tot. So he cannot be the author of the whole book, but he probably did contribute to this book. Aber er hat eindeutig zu dem Buch beigetragen. Because in 1 Samuel 10 verse 25 it says that he wrote some stuff down. Denn es steht da, dass er was niedergeschrieben hat. But and then we have the prophets, 3 of them, and that includes Samuel. Samuel, Nathan, and Gad. That these are the 3 prophets that chronicled the account of the story of David. Und da haben wir 3 Propheten dann noch, die erwähnt werden, dass sie die aufgeschrieben haben, was die Taten von David. So it is not unlikely that portion of this book was also written by these prophets. Also ist es eine gute Möglichkeit, dass gerade diese Autoren auch den Rest des Buches aufgeschrieben haben. And that could explain some of the difficulties that are in the book. Und das könnte ein paar der Schwierigkeiten des Buches erklären. For example, David has been introduced a second time. Zum Beispiel wird David ein zweites Mal vorgestellt. A David that defeated Goliath, and then King Saul says, "Who is this guy?" Even though he already was introduced in the book. Da, wo David Saul besiegt, und dann sagt der Saul, David Goliath besiegt, und dann sagt Saul, ja, wer ist denn der Typ eigentlich? So, because there was a book that came together, the people combined several writings of several authors together and made it one big book. Weil die Leute mehrere Bücher, vielleicht mehrere Schriften zusammengefügt haben und ein großes Buch draus gemacht haben. So you have multiple authors, and then one person later that compiled it, and then it became one book, and that is what we have today. Also wir haben möglicherweise viele Autoren, die ihre Schriften gemacht haben, und das wurde dann zusammengefasst in ein Buch, und das ist, was wir heute haben. Okay, and then when was it written? Und dann, warum wurde es geschrieben? That's another good question that you always ask for every book in the Bible. Das ist eine andere gute Frage, die man immer zu jedem Buch in der Bibel stellen And sollte. we always look first, like in SBS we're teaching that, and we always look first for the internal evidence before you go and look for external evidence. Und wir gehen im SBS bekommt man beigebracht, man schaut als erstes nach den internen Beweisen dafür. And so here we have some phrases as internal evidence that is like when. And there is a when observation we can make about when. For example, we say, it would write in Philippians chapter 5 verse 5, it would say in those days, this is what the custom was. In other words, at the time of writing, it no longer is that particular custom. In manchen Büchern bemerkt man so eine Formulierung wie: In jenen Tagen war das und das die Tradition, und dadurch merkt man, okay, die Kultur, in der das die Tradition ist, herrscht nicht mehr vor, also muss das schon so lange her gewesen sein. So in those days, the Philistines, they would not step on the threshold, of the Philistine temple. Also in jenen Tagen sind die Philister nicht auf den, was auch immer der Platz war, von ihren Tempel gegangen. In those days, the prophets were called seers. In jenen Tagen wurden die Propheten Seher genannt. In those days, the virgin daughters talked about their gown, something about their what they wore.
in jenen Tagen haben die jungfräulichen Töchter irgendwas Bestimmtes getragen. But, and that's maybe more important, at the time of, at least when the book came together, Und was noch wichtiger ist, als das Buch zusammenkam, and that is that Judah and Israel are distinct, they are not the same. man merkt, dass Juda und Israel immer differenziert werden. Das ist nicht dasselbe. Do we have a marker? Yes. Is this a whiteboard? Is this a whiteboard? No, the Oh. whiteboard is on there. Oh, that's right there. Okay, good. So by next week, when we do Kings, you will see that more clearly. Also nächste Woche sehen wir die Könige dann Krieg. Yeah. Good. All right. So basically, yeah. So we see that when we come to the Kings, so you guys are preparing a timeline, right? So. Also ihr bereitet ja alle eine Zeitlinie vor, einen Zeitstrahl. And so Wenn wir zu Königen kommen, we read about Saul, wir lesen über Saul, then we read about King. David. dann lesen wir über David. And then we read about Solomon. Dann lesen wir über Salomon. And this is always Israel. Und das ist ein Israel. But then we see that, and you will read it in the book of Kings, that the kingdom will split. Und dann sieht man in Könige, dass das Königreich sich teilen wird. And then only the northern kingdom Und nur das Nordkönigreich. is Israel, the southern kingdom is called Judah. Und nur das Nordkönigreich ist Israel, das Südkönigreich ist Juda. Because remember we have the 12 tribes, Denn ihr erinnert euch, das sind die 12 Stämme. and 10 of them broke away and formed Israel, and then 2 broke away and they became the Judah. Und 10 haben sich abgesondert und haben Israel geformt und 2 haben dann Juda. So the author is already in a time period that a split was made. Also der Autor war schon in einer Zeit, in der der Bruch schon voll Geschichte war. So whereas the original writings Also mit den originellen Schriften were maybe earlier, it was compiled when we already have the split. waren vielleicht schon ein bisschen früher, aber zusammengefasst wurde es, als wir schon die Trennung hatten. Okay, so and that would happen in 930 BC, around 930 BC. So it was written after 930 BC. Und das muss ungefähr um 950 vor Christus sein. Enough time has passed that some of these information that people didn't know, and therefore the author had to specify. In those days, the prophets were called seer. That is just the point I'm trying to make, yeah? So viel Zeit ist vergangen, dass man Sachen erwähnen muss, wie in jenen Tagen hat man sie Seher genannt. And so we see that, for example, chapter 3, verse 1. Und so sehen wir zum Beispiel Kapitel 3, Vers 1. It says that the word of the Lord was rare in those days. Und es sagt, damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. All right. Oh, by the way, so here we have some more dates. And don't worry about writing it all down because it's probably going to be in your information anyway. And I will be happy to send you the PowerPoint. Also hier haben wir ein paar Daten und ich kann euch auch die PowerPoint schicken, ihr braucht jetzt nicht wie wild abschreiben. So, but we have, remember we have this 930 BC, which is the kingdom split. Ja, da haben wir 930 vor Christus haben wir die Teilung des Königreichs. And prior to that, in the book of Samuel, we read about Eli and then Samuel, and then we read about Saul and David. Dann lesen wir über Eli, Samuel, Saul und David. But then the time the book was written is a little bit later because we know this already has happened. Und wir wissen, das Buch muss später geschrieben worden sein, denn das ist schon bereits passiert. Yeah, okay, good. So, let's get into the book. Gehen wir ins Buch. In chapter 3, verse 1, the word of the Lord was rare in those days. 3, Vers 1, das Wort war selten und Visionen kamen nicht so häufig vor. Okay, the lack of the word of the Lord Also der Mangel am Worte Gottes is usually a way of describing judgment.
upon the people, Oft eine Art Gericht über die Leute festzustellen. or upon a person or place. Oder einer Person, einem Ort. Samuel was only but a boy, chapter 3 verse 1. Samuel was a boy, Zu der Zeit ist Samuel nur ein Junge. and he was living in the tabernacle, or near the tabernacle. Und er lebte bei der Stiftshütte. Hold on a second. I'm not sure. Okay, so here we have a picture of a tabernacle right there, yeah? Ein Bild vom Tabernakel. Einem Tabernakel. Alright, so he will be near the Ark of the Covenant, and the Ark of the Covenant is the presence of God. He was not far from it. Also er war relativ in der Nähe von der Bundeslade, wo Ja. die Gegenwart Gottes war. And so, but in those days, the word of the Lord was rare, so God is not speaking. Aber in jeder Zeit war es selten, dass Gott gesprochen hat. Gott hat zu ihnen kaum gesprochen. In chapter 3 verse 7, it says Samuel did not yet know the Lord. Und dann heißt Vers 7, Samuel erkannte den Herrn noch nicht. Okay. And yet, but in chapter 3 verse 1 it says he serves the Lord. Aber im Kapitel 1 sagt es, er diente dem Herrn. So he serves the Lord, but he does not know the Lord. What's up with that? Also er dient dem Herrn, aber er kennt ihn eigentlich nicht. Okay. Was ist da los? Well, he knows what needs to be done in relationship to the tabernacle. Also er weiß, was er tun muss in Hinsicht auf die Stiftshütte. He knows the rituals. Er kennt die Rituale. Just like Eli's sons knows the rituals. So wie Elis Söhne die Rituale kennen. But they were bad. Remember the story? The Eli's sons, they were like scoundrels. They were just bad people. They were just living for themselves, exploiting their position and take from the people and not give back. Ja, und die haben die Leute, Söhne von Eli waren aber, man könnte sagen, Schweinepriester, die haben alles versaut und für sich selbst gelebt und alles von den Leuten genommen und ja. Alright, so at this particular time it says he did not yet know the Lord. Und zu der Zeit sagt es, er kannte den Herrn nicht. He knows everything about the ark, Er weiß alles über die Bundeslade, about Israel's history, über Israels Geschichte, about all the miracles. über all die Wunder. And yet it still says he does not know God. Obviously, we're talking about knowing God intimately, an intimate relationship with God. Wir reden hier eindeutig über eine intimere Beziehung mit Gott und nicht nur ein allgemeines. Okay, even like the word knowing, it says like Adam knows Eve, and then they had a child. So the knowing is just a figure of speech of also having a good relationship, a personal relationship. Wie es in der Bibel oft gesagt wird, wenn sie ein Kind zeugen, dann heißt es, er erkannte die Person, Adam erkannte Eva. Also es ist eine Redewendung, ein Euphemismus dafür Sex, aber allgemein für eine intime Beziehung. And so here we see that God appears to Samuel, and it says in verse 10, the Lord came and stood there. It says the Lord came and stood there. Und wir sehen, dass da steht, der Herr kam und stand da. Okay, I don't know exactly how that manifests itself, but it just says it in the text like that. The Lord came and stood there. I don't know in what way. Ja, ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, es steht so einfach da, der Herr kam und stand dort. But God bypassed the Levites, the priests, including the high priest, and speaks and appears to a boy who is not yet even fully trained in being a priest. Und Gott umgibt die Leviten, die Priester und sogar den Hohepriester und spricht zu einem Jungen, der noch nicht mal gelernt hat, wie er komplett alles tun soll am Dienste an der Stiftshütte. And so that also shows how bad the priesthood was, how bad the condition was. I mean, remember I said it was very corrupt, it was very bad. Und das zeigt noch mehr, wie korrupt und verdreht alles war mit der Priesterschaft. Okay, in chapter 3 verse 14, und 3,14 it says the sins of Eli
and his sons will never be forgiven by sacrifices or offerings. Deshalb habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld seines Hauses durch kein Opfer jemals vergeben werden kann. Okay, now they have committed sins there is no forgiveness for. Sie haben Sünde begangen, für die es keine Vergebung gibt. I mean, what would that be? Was wäre das? Okay, there is a lot of, sins committed by passion, losing your temper. There is a remedy. Okay, you can make atonement. Es gibt diese Sünde, wo man der Leidenschaft, wo man in Rage gerät und dann kann man dafür wieder Gutmachung schaffen. If something is done by accident, there is a atonement possible. Wenn man was als Unfall passiert, dann kann man da auch wieder Gutmachung für schaffen. But when there is intentional sin, like premeditated murder or adultery, Aber wenn es was geplantes ist, wie Ehebruch oder Mord, like murder, ja, Mord, okay, so then there is no atonement. da gibt es keine Wiedergutmachung für. Then there is a death penalty, and how can you be atoned for your sins if you're already dead, right? So the death penalty is on some of those sins. Und gerade auf solchen Sünden ist die Todesstrafe dann. So in chapter 3 verse 7, when it says that the sins of Eli and his sons will not be forgiven, that is pretty serious. Also wenn hier steht, die Sünden werden ihnen nicht vergeben, It speaks of the seriousness of the sins of the house of Eli to the point of there is capital punishment. das heißt, die haben so weit gesündigt, dass es bis zu einem Punkt war, wo es einfach keine Umkehr mehr gab. And then Samuel comes into the picture. Und dann kommt Samuel in das Bild. And he is that, remember we said before the break, he plays that important role, because we read in the book of Samuel, of a transition going from a tribal federation, our tribal week last week, and we are now transiting into a monarchy, the David week, to this week in DBS. Und jetzt kommt Samuel, der diesen Wandel von einer Stammeskultur hin zu einer Monarchie einleitet. And the people were led by judges, and soon we read that the people are going to be led by kings. Und die Leute werden von Richtern geleitet und wir lesen, dass sie bald von Königen geleitet werden. Okay, we see another transition, and that is because of the priesthood being corrupt. Samuel is going to begin the school of the prophets. Und wir sehen, dass, weil die Priesterschaft korrupt ist, beginnt Samuel eine Schule von Propheten. And so we see that like the prophet will take over the role of the priests. Und wir sehen, wie der Prophet die Rolle des Priesters übernimmt. I often think of the bunch of crazy prophets I read about in Samuel. Ich denke immer wieder an verrückte Propheten, die man I mean, they're a bit of strange sometimes, okay? Die sind ein bisschen verrückt manchmal. Okay, they're a crazy bunch. Die sind ein verrückter Haufen. I often think of them as YWAMers. Ich stelle mir die oft wie J-Männer vor. If the church is dying, Wenn die Kirche stirbt, maybe God is going to do something new. vielleicht tut Gott was Neues. And maybe something like YWAM and other, of course, organizations that God is using, like Call to All or the Houses of Prayer. And so worldwide movements we see now happening that is like outside of the church. Man sieht viele Bewegungen außerhalb der Kirche wie JMM, aber auch dann die Gebetshausbewegungen und so anderes Zeug, wo man merkt, okay, Gott bringt Leben und es ist passiert außerhalb der Gemeinden. And so we see that Samuel, he was a priest. Wir sehen Samuel, er ist ein Priester. Chapter 3 verse 1. Kapitel 3, Vers 1. He is also the anointer of kings. Remember, he anoints King Saul, and then later he anoints to be King David. Und er salbt erst Saul und später David zum König. So that is what a priest would do. Das ist, was ein Priester tun würde. But he's also a prophet. Aber er ist auch ein Prophet. And a prophet, whereas a priest is an anointer of kings, a prophet apparently is a disposer of kings. Und wo der Priester ein Salber des Königs ist, der Könige ist
ist der Prophet der den König erstmal feststellt. So in 1 Samuel 13 and 15, Also 1. Samuel 14, 15. we read about him speaking about King Saul and says this, your kingdom is going, your rule is going to be given to somebody else. Wo dann sagt, Saul sagt, deine Königherrschaft wird an jemanden anderen abgegeben werden. But you know what? Samuel was also a judge. Aber Samuel ist noch ein Richter. In fact, that's how it started. He is actually the last of the judges. Er ist tatsächlich, so hat es angefangen, er ist der letzte Richter. And so the first 7 chapters of 1 Samuel, Und die ersten 7 Kapitel von 1. Samuel, you could have actually read it last week already at the end of your book of Judges, because we are continuing being in the Judges era. We are not quite yet in the era of kings. da sind wir noch in der Zeit der Richter. Man hätte das eigentlich noch mittendrin in der Richterwoche lesen können und da komplett anschließen, die ersten 7 Kapitel, weil da genau das ist. Es ist einfach eine Richterzeit. And so basically Samuel also fits in the category of Gideon, of Samson, you know, the way that God used these individuals to judge the people of Israel. Well, that is Samuel. Samuel was called when he was basically he was born. Before he was born, he was already called into the ministry, and he had been raised near the tabernacle, and God was going to use him in a powerful way as a judge. Und er ist wie die anderen Richter auch früh berufen worden. Er ist sogar äußerst früh berufen worden, schon bevor er geboren wurde, an der Stiftshütte aufgewachsen und hat alles gleich mit der Muttermilch quasi aufgesogen und so damit aufgewachsen. Yeah. Konnte dann ein Richter sein. And so at one point the Ark of the Covenant was in Shiloh, and we read about that, and we found a sanctuary at Shiloh that could very well be where Samuel was. Und wir haben, es steht da, dass es die Bundeslade in Silo war, und wir haben da Ruinen gefunden in Silo von etwas, das ein Heiligtum zu sein scheint. Das könnte sehr gut gewesen sein, wo er gewohnt hat. The tabernacle is a tent, obviously that doesn't last. Der Tabernakel ist natürlich, die Stiftshütte ist natürlich ein Zelt, das besteht nicht. But while the tabernacle was stationary in Shiloh, they may have built up buildings where the priest would live in, that will be in the area, in the vicinity of the tabernacle, and very possibly Samuel was in one of those places when he began hearing God speaking to him. Während natürlich das Zelt aufgebaut wurde, hat man wahrscheinlich dann Häuser aufgebaut, wo der Priester dann wohnen kann. Und ja, so ein Haus könnte das gewesen sein. Alright. And then we have the tabernacle that moves around. Dann haben wir die Stiftshütte, die sich bewegt. So at one point the Philistines will come in and they destroy Shiloh. An einem Zeitpunkt kommen die Philister und zerstören Silo. And it's very possible that they also destroyed the tabernacle and that therefore a new tabernacle later was built. Es ist sehr gut möglich, dass sie die Stiftshütte auch zerstört haben und dann später eine neue Stiftshütte gebaut werden musste. So you begin reading that in chapter 4 verse 1. Man liest in Kapitel 4, Vers 1. And so we see that the Philistines come into the picture here, and they were a sea people. Wir sehen, die Philister kommen hier ins Bild und die sind ein Seefahrervolk. And they have come from Cyprus. Und die kommen aus Cyprus? Zypern? Ja. It's like even today we have Cyprus. Okay, ja, Zypern. Die kommen von Zypern. And they initially, history says that they initially tried to invade Egypt. Und eine Vermutung ist, dass sie ursprünglich Ägypten überfallen wollten. And but they were defeated by the Pharaoh Ramses III. Und dass sie von Ramses dem dritten Pharao, Ramses der Dritte, zurückgeschlagen wurden. That was in a naval battle that was between ships on an ocean. Auf dem Ozean. And so the 1188 BC, that is what had happened. 1188 ist das passiert. And so they failed in invading Egypt, and therefore they invaded Canaan.
Und sie haben es nicht geschafft, Ägypten zu erobern und deswegen haben sie Kanaan erobert. And they established themselves in 5 cities. So we have 5 cities Und die haben sich in 5 Städten angesiedelt. Wir haben also Ja. 5 Städte, that are Philistine cities. die Philisterstädte sind. They're called Ashkelon, Ashkelon, Ashdod, Ashdod, Ekron, Ekron, Gath, Gat and Gaza. und Gaza. Okay, very good. So those are the 5 cities, Philistine cities, and they were Israel's enemy in the time of this story that we read in Samuel. Das sind also ihre 5 Städte und sie sind die Feinde von Israel. They were a real problem to the tribe of Dan. Remember, the tribe of Dan was supposed to conquer a land and live there, but in the book of Judges we read that they didn't, and they end up living in the north. So they never actually took in their inheritance. They never conquered the land that was originally assigned to them. Und sie sind ein wahres Problem für den Stamm Dan. Wir lesen ja im Buch Richter, dass Dan nie in ihr eigentliches Erbe gekommen ist, sondern die haben sich dann im Norden angesiedelt, statt die Gegend einzunehmen, die ihnen eigentlich zugesichert war. Okay, that's it because the Philistines were living there, so they were a real enemy. Und das ist, weil die Philister dort waren. Die waren wahre Feinde. And then they continued in the book of Judges, and then they continued to be an enemy when Eli was a priest and judge. Und die sind da wieder und sind weiterhin Feinde, während Eli ein Priester ist und Richter. And Samuel when he was a judge. Und Samuel, als er Richter ist. Saul when he was a king. Saul, als er König ist. And David. Und David. We have the problem of the Philistines. Da haben wir das Problem mit den Philistern. And we also read that, for example, in chapter 13, und dann haben wir auch das Problem in Kapitel 13, verses 19 to 22, 19 bis 22, we see that they had better swords, because only David and Jonathan would have a sword. Wir sehen, dass nur David und Jonathan Schwerter hatten, aber die Philister hatten Schwerter. Okay, but the Philistines would not allow Israel to have good weapons. So how come that the Philistines had better swords? Die Philister haben Israel nicht erlaubt, gute Waffen zu haben. Well, wie kam es, dass die Philister gute Waffen hatten? Okay, have you ever heard of the Bronze Age? Habt ihr jemals von der Bronzezeit gehört? And then we go from the Bronze Age to the Iron Age. Und dann kommen wir von der Bronzezeit zur Eisenzeit. And that means that people began to discover they were basically able to make the oven more hot so that the metals, they can melt iron and make better swords. Die haben festgestellt, wie sie besser schmelzen können und haben bessere, aus Eisen Schwerter bauen können, die besser waren. Bronze is a mixture of copper and tin. Bronze ist eine Mischung aus Kupfer und Zinn. Iron requires much hotter temperature to make. Eisen braucht wesentlich höhere Temperaturen, um verarbeitet zu werden. Is that in English we call it ore? Rocks, ore, O-R-E, and then that is where iron comes out of, right? Out of ore? I'm not sure. Ja, also Eisen kommt aus Erz. Ja, das ist das Wort. Eisenerz, natürlich. Okay, so what we are reading here is that the Philistines knew how to make iron weapons before the Israelites did. Was wir hier lesen, ist, dass die Philister wussten, wie man Eisenwaffen machen konnte, bevor die Israeliten es wussten. Maybe they brought that in when they moved from Cyprus or from the northern regions they moved, so they knew the Vielleicht haben weapons sie das secrets. mitgebracht, als sie von Zypern kamen. And so they were more advanced in their technology than the Israelites. Also waren sie weiterentwickelt als die Israeliten in ihrer Technologie. And then we read that they suffer a defeat. Und dann lesen wir, dass sie besiegt wurden. At the hand of the Philistines. Durch die Philister. Chapter 4, verse 3. Kapitel 4, Vers 3. And so with their first defeat, Israel asked the right question, but assumed the wrong answer. Und Israel hat hier die richtige Frage gestellt, aber die falsche Antwort angenommen. And the right question was to ask,
Lord, why have we suffered a defeat? Sie fragen sich, Herr, warum hat der Herr zugelassen,